Uns erreicht eine sensationelle Sportnachricht aus dem Landkreis Passau. Der kleine Eisstockclub Altwasser-Windorf hat sich nach der schon überraschenden deutschen Meisterschaft auf Eis sensationell den Titel des Europacup-Siegers geholt. Die Sportwelt und besonders die treuen Fans sind völlig aus dem Häuschen. Wir senden daher aus gegebenem Anlass im Anschluss eine Dokumentation über den erfolgreichen Verein. Das Licht der Welt erblickte der Eisstockclub Altwasser-Windorf 1969 und seinen Namen erhielt er von diesem schönen Gewässer, das den Radfahrern unter uns vom Donauradweg bestens bekannt sein dürfte. Ein kurzer Blick in die Vereinschronik zeigt einen Auszug der Arbeit von 56 Jahren EC Altwasser. Wo geht der Chef von den Altwasser spazieren? Natürlich am Altwasser. Altwasser, ist eh klar. So haben wir es eh schon wieder. Das kommt auch ein Film rein. Als größte sportliche Erfolge in jüngster Zeit sind sicher die erste Teilnahme am Europacup 2019 in Südtirol und das Erreichen des Final Four im Sommer 2024 zu nennen. Die Deutsche Meisterschaft Ende Januar 2025 in Riegen war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Allerdings sollen die einzelnen Begegnungen hier eine eher untergeordnete Rolle spielen und nur kurz zwischen den Berichten zum Vereinsleben ihren Platz finden. Allerdings wurden wir alle vom grandiosen Erfolg beim Europacup etwas überrollt. Liebe Freunde des Stocksports, es soll ein Video entstehen über den großen Erfolg vom EC Altwasser-Windorf, die deutsche Meisterschaft. Und dazu haben halt die sportlichen Akteure gefragt. Danke, dass ihr Zeit genommen habt. Wir haben heute in der Eissporthalle in Peißenberg und wie ihr hinten seht, ist der Europacup, der hängt an der deutschen Meisterschaft dran. Und weil eben der EC Altwasser-Windorf deutscher Meister geworden ist, Hans natürlich da heute dabei. Die Frage an Tom: Was für einen Stellenwert hat jetzt so ein Turnier eigentlich für euch Sportler? Weil das ist natürlich super, wenn du mit den besten Mannschaften von Europa, wenn du mit denen messen darfst. Das ist für mich natürlich das Höchste, mit den Leuten jetzt da, wo wir da haben, bei uns schön schießen. Und ja, einfach hervorragend. Danke. Wir haben die Frage letztes Mal schon erörtert. Martin, du bist ja nicht mehr Kassier, der sportliche Leiter und auch für die Perspektive vom Verein zuständig. War das irgendwann jetzt absehbar, dass die Mannschaft wirklich so erfolgreich sein kann? Also grundsätzlich wissen wir schon, was in der Mannschaft steckt, was da für ein Potenzial auch drin ist. Natürlich ist dann immer auch wegen einer Momentaufnahme, wie so ein Tag dann ins Rollen kommt. Und das war in der deutschen Meisterschaft, finde ich, ein hervorragender Tag. Wir waren sehr konzentriert über die ganzen Spiele hinweg und dann bis hin dann am Finale, wo wir wirklich sehr souverän das Ganze gemeistert haben. Das Thema souverän und konzentriert, das ist tatsächlich etwas, als ich allein
uns schon wirklich fasziniert, wie kann man über so lange Zeit Konzentration so gut halten. Und ärgert einem trotzdem noch mal hin und wieder ein Schuss, der daneben geht, obwohl man eigentlich so eine super Leistung bringt. Ja, es ist natürlich schon schwierig, die konzentrierte Leistung über so viele Stunden aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, wir sind ja schon erfahren genug und wissen, um was das ankommt. Und deswegen, wenn der eine oder andere Schuss einmal nicht so funktioniert, der nächste ist immer der wichtigste. Und deswegen, der man da nicht, wenn einmal ein Schuss so nicht kommt, gleich einen Kopf in den Sand stecken. Und wie gesagt, der nächste ist immer der wichtigste. Gut, dann haben wir einen Tobinau, den Jüngsten in der Truppe. Nachwuchsarbeit ist sowieso ein großes Thema. Haben wir eine Aufnahme gemacht drüber. Es gibt aber Einzelne, die auch persönlich was für Nachwuchs sind. Im Nachhinein jetzt kann man das vergleichen, Deutsche Meisterschaft und die Geburt von Paul und das Leben jetzt noch schwierig. Aber sag was denkst du da? Also vergleichen kann man es nicht natürlich, weil Geburt vom Kind einfach das Besonderste ist, was es gibt auf der Welt. Aber natürlich der deutsche Meistertitel war schon ein enormer Erfolg. Da haben wir eine brutale Freude daran gehabt. Das haben wir uns auch über den Winter einfach auch verdient gehabt, weil wir viel da haben. Und war einfach ein Sahnetag. Und ja, und jetzt hoffe ich, dass der Nachwuchs groß wird, dann kann ein paar Mal zuschauen. Gut. Der angesprochene Sahnetag der 4 Jungs ließ sie erst einmal ganz souverän durch die Vorrunde schweben. Das Erreichen des Halbfinals zauberte natürlich auch bei der Vereinsführung ein strahlendes Lächeln ins Gesicht. Aber die Kirsche auf die Sahnetorte sollte noch folgen. Servus, liebe Eisstock-Fans. Zweiter Teil von unserer Interviewrunde zu dem Riesenerfolg vom EC Altwasser Windorf Deutsche Meisterschaft. Hinter den Sportler steht meistens auch eine erfolgreiche Vorstandschaft. Und wer jetzt das Gefühl hat, dass das eine Riesentruppe ist, 20 Menschen mit alle möglichen Vereinsheime und Eisstockbahnen, die zu betreuen haben, ist in dem Fall nicht so, aber es funktioniert trotzdem. Die Vorstandschaft ist komplett beieinander und im Endeffekt sind es mehr oder weniger 2 Familien, die das Ganze schmeißen. Und da kommt jetzt einmal gleich die erste Frage. Der erste Vorstand, Tom Schuster. Natürlich kann man vorstellen, du bist riesig stolz auf die ganzen Erfolge. Gibt es aber trotzdem das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen auf breitere Beine steigen kann? Oder kann man es ohne weiteres so in der Art gut hinbringen? Das habt ihr so gesagt. Ich sage, das geht ohne Vereinsheim und ohne Halle geht das genauso. Wenn man da gute Nachbarvereine hat, mit denen man sich gut versteht, wo man sich dann da einfach einmietet und da kann man dann die Sache genauso abhalten, wie wenn man seine eigene Sache hat. Weil wie es heutzutage ist, mit den ganzen, das kostet so viel Geld, das muss man erst als Verein, als kleiner Verein mit mir Hand erst einmal stemmen können. Und wie gesagt, ich bin total stolz auf die ganzen Leute, die mir helfen und die da rundum haben, auch die das davor gemacht haben, so wie mit dem Kurtl oder die, wo jetzt mit dem Martin, mit der Julia. Also es gibt einfach, momentan läuft es und lassen wir es einfach mal so laufen. Ja, super, also könnt ihr wirklich stolz auf enge Arbeit und auf das, was die sportlichen Akteure schaffen. Andrea, es hat so praktisch 2 Familien, die auch ziemlich viel Freizeit miteinander verbringt. Ist es eigentlich so, dass es dann im Urlaub über Eisstock schmerzt oder wird es dann eher ausgeklammert? Immer wieder. Wir finden uns aber dennoch andere Themen trotzdem noch. Gott sei Dank. Vielleicht sagst du auch noch kurz deine Funktion. Ich habe die Funktion des Schriftführers im Verein. Ja, es gibt einiges zu tun, aber wir schaffen es ganz gut und wir teilen es uns auch ganz gut auf. Teilen war für die Sportler des ECA nicht angesagt. Im Halbfinale wieder gegen Sassbach. Besonders wenn es um die Punkte ging. Die Halle war durchweg begeistert über diese beeindruckende Konstanz und Dominanz. Nur die Hauptdarsteller selbst nahmen den Finaleinzug scheinbar relativ gelassen zur Kenntnis. Größten Erfolg der Vereinsgeschichte und auf Film festgehalten. Wirklich? Wann alles verformt sind. Mag ich nicht sagen. Respekt. Wie wenn ich es gewusst hätte. Der Vater zum Geburtstag kriegt einen deutschen Meistertitel. Der kann das schon von sich behaupten. Im Fernsehen fragen sie so, wie stolz sind sie auf ihren Vater?
brauchst du sagen, sehr stolz. Sehr stolz. Mir fehlen die Worte. Bei den Herren steht im Finale der EC Altwasser Windorf mit dem Martin Urner, mit dem Tobias Knab, mit dem Wilfried Hacker und dem Michael Gottler. Sie spielen gegen den EC Meutzerle-Treg. Also mir läuft jetzt gerade wieder Gänsehaut von oben bis unten. Und mir ist auch, wie ich das Ergebnis gekriegt habe, von oben bis unten gelaufen, aber nicht bloß eine Minute. Kurt Morgner, Ehrenvorstand und Urgestein des EC Altwasser Windorf. Sag mal jetzt noch jetzt zu deiner Gedankenwelt über die ganze Thematik. Also meine Gedankenwelt, die dreht sich rundum um ganz viel sportlichen Ehrgeiz und Versuch, sportlich einen Verein zum Zusammenhalten. Und was jetzt passiert ist, ich bin jetzt wahrscheinlich 6 Jahre weg als Vorstand, aber was da jetzt passiert ist, das ist eine ganz andere Hausnummer als das, was vorher passiert ist. Vorher ist das Ehrgeiz, Versuchen, einen Verein zum Zusammenhalten. Wir haben das geschafft. Wir haben auch vorne mitgeschossen irgendwo, aber man darf echt sagen, wenn man jetzt in der Bundesliga 9. wird oder 11. wird, dann hat das noch lange nichts zu tun mit der Qualität, wenn man unter die ersten 7 ist. Außer man wird Deutscher Meister. Ein Deutscher Meister ist halt, also mir läuft jetzt gerade wieder Gänsehaut von oben bis unten. Und mir ist auch, wie ich das Ergebnis gekriegt habe, von oben bis unten gelaufen, aber nicht bloß eine Minute. Also das ist einfach, da kommt so viel zusammen, das einen dann bewegt. Und jetzt kommen wir zu dem, was jetzt passiert ist, nach meiner Zeit. Jetzt hat sich das passiert, das erledigt, dass der Schuster Tom, ein Enkel vom Sittinger Fritz, der wirklich das richtige Urgestein ist von Altwasser. Gründungsmitglied und alles Mögliche, also ein ewig. Und der hat das Amt übernommen. Und jetzt ist sozusagen das von Windorf nach Oberhorauz gegangen, wo Altwasser eigentlich auch hingehört. Unser Glück ist das, dass sich die 2 Familien so arrangieren und noch dazu uns denen an die Kinder mit einbinden in Einstock. Und etwas Besseres kann nicht passieren, wenn Familien einen Sport miteinander machen. Noch dazu, wenn die Mädels, also die Frauen, in der Vorstandschaft mit dabei sind, die dann voll integriert sind, dann hat das Hand und Fuß. Und dann kommt zudem einfach dieser unglaubliche Erfolg. Das kann es nur sein, weil etwas anderes, sonst kann man es nicht erklären. Es ist der große Zusammenhalt in der Familie und auch dann im Verein. Also ich bin richtig stolz auf Altwasser. Super, danke. Dankeschön. Das Hauptbild von Gottster Michael vom EC Altwasser Windorf. Ja, den haben wir gerade gezeigt.
war ich richtig stolz auf den Kollegen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht sagen, mich, ne? Martin, wir haben davor schon darüber geredet, dass du neben deinem Amt als Kassier mehr oder weniger sportlicher Leiter bist. Ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Der Zusammenhalt jetzt mit dem EC Ratsmannsdorf, dass jetzt das so funktioniert, dass die reinhauen. Was denkst du jetzt da drüber? Ich habe schon eine gute Balance dahingehend gebracht. Meine Frau kommt auch aus Ratsmannsdorf, also haben wir da schon eine Völkervereinigung gemacht. Und jetzt natürlich das Ganze auch noch im Bereich vom Verein her. Kann man nur dankbar sein, dass sich eine Leute wie der Aulinger Manfred, mit dem wo man sich über viele, viele Jahre schon gut versteht, der wo bei uns schon geschossen hat im Verein, dass man sich da so gut arrangiert und dass man halt die Bahnen, das Equipment, was da rundherum dazugehört, einfach auch so gut nutzen kann. Und du bist gemeint. das kann, Manfred, haben wir schon gute Zeiten erlebt. Sowohl sportlich als auch bei den Feiern dann. Der Zusammenhalt bei der Vereine, das ist einfach herausragend. Ich habe ja selber früher bei Altwasser geschossen und bin nach wie vor Mitglied. Und der Tom und ich sind wir seit Jahren, glaube ich, darf ich so sagen, sehr gut befreundet. Und es freut mich wirklich, wie heute wieder die Feier oder auch wenn unter einem Jahr was ist. Wir helfen immer zusammen. Da gibt es nichts, da ist kein Neid nicht da. Und wie der Martin schon gesagt hat, mehrer ist nicht zum Sagen. Okay, das war sehr, sehr passend. Freut mich, dass du nicht da seid zu unserer Meisterschaftsfeier. Und der Kurtl, unser Ehrenvorstand, möchte jetzt noch ein paar Worte richten. Als Ehrenvorstand von Altwasser ist die Freude natürlich unbeschreiblich. Also Altwasser das jetzt geschafft hat und kann sich da vorne als deutscher Meister den Titel, die Lorbeeren anziehen. Das ist ein Riesenfreude. Also macht mich richtig stolz und freut mich total stark und genau das wollte ich sagen. Danke. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ganz besonders freut mich, dass wir einen deutschen Meister begrüßen dürfen. Großer Dank gilt vor allem denen, die wo in die Vorbereitungen dabei waren. Vor allem die, wo die ganze Zeit dort immer hinten stehen und uns zwei Vereine unterstützen. So, jetzt haben wir noch eine, die zweite Vorsitzende. Das ist zufälligerweise auch meine Tochter und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich das Ganze so leidenschaftlich begleite. Bin jetzt auch mehr oder weniger durch Zufall zu diesem Sport gekommen, aber mit den Erfolgen ist man einfach hin und her gerissen. Liebe Julia, was wünschst du dir für die Zukunft vom Verein und persönlich und überhaupt? Man muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. 20 Jahre war ich jetzt, oder sagen wir mal 15 Jahre war ich eher so der Zuschauer oder Fan am Rande. Und es ist doch noch mal eine andere Rolle, wenn man dann in so einem Vorstandsteam ist. Man hilft zu, man schaut, dass das alles läuft. Und FIFA natürlich genauso mit und ist halt dann stolz. Und was ich mir wünsche, ist, dass die Jugend weiter so ausgebaut wird. Ich meine, da sind wir ja auch kräftig dabei und haben wir die ersten Erfolge. Und ich glaube, nur so geht es, wenn man schaut, dass man das einfach auch ein bisschen ausbaut noch. Helfer haben wir genug, aber dass man einfach dran bleibt. Das, glaube ich, ist so die Aufgabe des Vorstandsteams, dass man dran bleibt. Wunderbar. Vielen Dank, man merkt, das hat eine gute Truppe. Bleibt so, macht's weiter so. Liebe Leute, Servus, bis demnächst. Die glorreiche Jugend des EC Altwasser Windorf. Und die Betreuer. Also liebe Freunde des Stocksports, wir haben jetzt in Zaandorf, am EC Zaandorf, und da ist jetzt der Trainingsabend der Jugend, EC Altwasser Windorf, und sie haben sich bereit erklärt, dass sie ein paar Fragen beantworten, die jungen Sportler. Aber die erste Frage geht an den Vorstand und Trainer, an Tom Schuster. Und natürlich ist jetzt für mich schon faszinierend, dass so viele junge Leute haben. Wie habt ihr denn das geschafft? Ja, wir haben da mal so im August so ein Schnuppertraining gemacht. Das war ein Tag, da wo sich die Kinder das ausprobieren haben können. Wir und unsere eigenen Kinder. Und das hat dann bei denen, die jetzt da haben, bei alle gut funktioniert. Und die haben alle Freitag am Training fleißig. Und so halten wir die alle bei der Stange. Und schauen wir, dass wir aber wegen fleißig fortfahren und Erfolge haben auch da.
Und genau, nur so schauen wir, dass das einfach so weitergeht. Dass wir aber mit den Jungen in die ganzen Kreisturniere und da forthaben und dann wir halt da so für die Zukunft das hinbringt, dass es wieder weitergeht im Verein. Wunderbar, danke. Der David ist der Einzige, der Fußball und Eisstock unter den Hut bringt. Das muss uns mal erklären, wie das geht. Das wird anstrengend sein, denke ich mal. Ja, also durch das, dass an unterschiedliche Tage trainiert wird, ist es eigentlich eher relativ einfach. Bloß am Wochenende, wenn wir jetzt ein Spiel im Fußball und ein Turnier im Stockschießen haben, dann muss ich halt auch mal Prioritäten setzen. Zeitmanagement wird das Ganze wahrscheinlich heißen, hauptsächlich. Respekt, schaffst du. Nina, du bist die Jüngste im Team. Jetzt einmal die Frage, wie bist du jetzt da dazu gekommen, dass du einen Eisstock in die Hand nimmst und den Vierer schon leitest? Durch den Papa und durch den Opa, weil der Papa hat ein Turnier angemeldet und 3 Leute waren angemeldet und ich war der Dritte. Und hat das gut hingehört? Ja. Bist du auch zufrieden mit deiner Leistung, mit deiner Entwicklung? Ja. Super. Die anderen sind wahrscheinlich auch ganz schön froh, dass du dabei bist. Genau so ist es, das stimmt. Jakob, bei dir ist vor 2 Jahren die Entscheidung vom Fußball gefallen Richtung Stocksport. Was war der ausschlaggebende Punkt? Ja, einmal ist die Verletzungsgefahr heute auch nicht so groß wie im Fußball. Und beim Eisstockschießen kann ich halt in einem klaren Kreis mit meinen Freunden schießen. Gut, geht's stark ab Fußball noch? Ist nicht ausgeschlossen, dass wieder mal. Nein, weil in meiner Freizeit kann ich immer mit meinen Schulfreunden auch noch da. Gut, danke. Johannes, du bist vor ein paar Monaten gewechselt, mehr oder weniger vom Mastschießen oder vom Zielschießen. Du hast festgestellt, dass das Weitschießen deine große Disziplin ist. Wie und wann hast du das festgestellt? Also wir waren mal vor 3 oder 4 Monaten auf einer Talentsichtungsvorbereitung in Unterigelbach und da hat man halt das Weitschießen ausprobieren können und da habe ich halt gesehen, dass mir das halt mehr Spaß macht oder dass mir das halt mehr taugt wie das normale Einzelschießen und so bin ich draufgekommen. Und jetzt tue ich es halt. Super und ziemlich erfolgreich, wie ich so gehört habe. Passt schon. Respekt. Gut, danke. Jonas, die erste Mannschaft ist extrem erfolgreich. Es schaut immer wieder dabei zu. Und die Frage ist, habt ihr jetzt in dem Alter schon das Ziel, einmal so genauso erfolgreich zu werden wie die in der Bundesliga? Ja, das Ziel ist schon, dass man erfolgreich wird, aber zurzeit geht es mir darum, dass man einfach mit seinen Freunden wegen Zeit verbringt beim Eisstockschießen und Spaß haben. Gut, danke. Luisa, eine Frage, die mich persönlich wirklich interessiert. Welchen Stellenwert hast deiner Meinung nach der Stocksport bei den jungen Leuten, bei deinen Freundinnen, in der Schule, generell? Haben die da Interesse daran und kümmern sie sich darum, wie du weiterkommst im Sport? Ja, also wenn ich unter der Woche verzeihe, dass am Wochenende wieder ein Turnier ansteht, dann wird in der Schulwoche wieder gefragt, wie es war und ob man erfolgreich war. Und ein paar Freundinnen waren da schon mal im Training dabei und haben sich das alles angeschaut. Sehr schön, danke. Danke bei euch allen für die Antworten und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und die Trainer, dass vielleicht noch der eine oder andere mit dazukommt. Kann nicht schaden. Meinen Respekt. Danke, auf ins Training. Also es war eine erfolgreiche Saison, aber
Es stehen Veränderungen an, das ist zu einem gewissen Teil auch normal, aber es ist trotzdem die Frage, wie ist die Perspektive, die aus der Mannschaft aus und aus der sportlichen Leistung aus erwartet wird. Also es war ja so, dass wir im Winter jetzt angefangen haben in unserer bewährten Truppe und dass sich aber dann rausgestellt hat, dass einfach gewisse Dinge nicht so passen. Und letztendlich haben wir dann personell ein bisschen uns verändert, haben wir einen Tom jetzt mit in der ersten Mannschaft mit aufgenommen, der hilft uns Gott sei Dank aus. Und wir versuchen natürlich jetzt den Europacup und natürlich auch die Bundesliga im Winter so gut über die Runden zu bringen. Habe ich auch, wenn man heute die Leistung wieder gesehen hat, keine Bedenken. Wir haben gut aufgestellt. Und für die Zukunft dann, im Sommer muss man jetzt dann schauen, der Willi hat ja schon angedeutet, dass er da einmal nicht zur Verfügung steht. Vielleicht muss man sich auch nochmal aus den eigenen Reihen, wenn da jemand da ist, oder halt dann vielleicht auch nochmal, wenn dann der Mich eventuell wieder mit einsteigt im Sommer, dass man sich noch um einen schaut. Und dann haben wir auch wieder eine schlagkräftige Truppe. Ja, ich möchte schon noch was sagen. Ich möchte mit dem Ding, weil der Mich jetzt nicht dabei ist, schon noch mal auch bei Mich bedanken, auch, weil er hat die Bundesliga und alles geschossen und ich muss jetzt für ihn da einspringen, das ist für mich auch nicht leicht, aber der Mich tut auch viel für den Verein und wir möchten auch, dass der Mich in Zukunft auch bei uns bleibt und alle und das ist einfach oft nicht so leicht, aber dann müssen wir halt schauen, dass wir das alles wieder in trockene Tücher sauber bringen, dass die Leute wieder mit Freude Eisstock essen, alle miteinander. Dann bedanke ich mich bei euch und auch meinen Respekt noch für die Leistung heute. Es war wirklich souverän. Also morgen ist, wie gesagt, oder haben wir noch nicht gesagt, morgen ist erst das Endturnier. Heute war die Qualifikation. Morgen in Peiting. Dankeschön und viel Erfolg noch weiterhin. Und an Tom noch Gratulation zur Wiederwahl und zu dem tollen Team, was du hinter dir hast, muss man sagen. Macht's weiter so. Dankeschön. Servus, bis demnächst. Wir haben nach außen, finde ich, ein Auftreten auch gehabt von einer Sicherheit, das ein Gegner, ich glaube, oft einmal das Fürchten gelernt hat und dann auch zu Fehlern gezwungen hat. Und darum haben wir an dem Tag auch so dominiert und haben so aufgewiesen. Diese Bewertung der deutschen Meisterschaft von Martin kann 1:1 auch für den Europacup verwendet werden. Vielleicht nicht gerade auf das vermeintliche Glückslos im Achtelfinale gegen den sehr starken tschechischen Vertreter aus Vodňany, aber ab dem Viertelfinale lief es wie schon in Riegen. Hochkonzentriert und dominant wurde die österreichische Mannschaft aus Liebenfels und der ewige Bundesliga-Konkurrent aus Hartpenning niedergerungen. Das Finale gegen den österreichischen Seriensieger und Titelverteidiger ESV Wang war dann allerdings mit einem 12:3-Sieg eine wahre Machtdemonstration. Es hat ein paar Augenblicke gedauert, bis auf das ungläubige Staunen der 4 Helden des EC Altwasser Windorf schließlich ausgelassene Freude folgte.
der Wahnsinn. Sprachlos. Sprachlos. Also wir haben uns heute wirklich von Spiel zu Spiel gekämpft und es hat einfach alles super geklappt heute. Und wenn einmal ein Schuss nicht angegangen ist, dann hat der Gegner meistens das Seine wieder dazu und wir haben wieder auf der Höhe gewinnen. Ja, das war alles zusammen. Das ist irre. Aber wir waren schon Wer hätte das gedacht, kein Mensch. Wie, warst du schon mal Europapokalsieger? Schon, aber trotzdem. Schön. Es ist unbeschreiblich. Schön, unbeschreiblich. Nur so hätte es heute überhaupt keiner gedacht. Ja, absolut. Nie und immer. Ja, gehört haben. Ein Satz zu dem Ganzen. Ja, da gibt es keinen Satz für das. Das ist eigentlich der Traum von jedem Stockschützen, dass er einen Europacup gewinnt. Und du mittendrin. Und ich mittendrin, weil wir es haben. Und du hast das super gemacht, das hat das alle super gemacht. Tobi, du auch noch einen Satz. Unbeschreiblich, so geil. Ich überlebt ja nicht geglaubt, aber das haben wir uns verdient heute. Das habt ihr wirklich gesteigert, ja. Oh, geiler Tag. Respekt, allen Respekt, Jungs. Also mir läuft jetzt gerade wieder Gänsehaut von oben bis unten.